Du überlegst dir, ob es Zeit ist, deinen Rasen zu wässern? Dann bist du hier in diesem Video genau richtig. Hier erfährst du kurz und knapp, wie oft du deinen Rasen wässern solltest, wie lange ein Gießvorgang sein sollte und welche Tipps und Tricks es gibt, damit du am Ende beim Wässern sogar noch Zeit sparst. Wenn das interessant für dich klingt, dann bleib jetzt dran. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Draußenhelden. Mein Name ist Thomas, super, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um Rasen richtig wässern. Also was müssen wir beachten, wenn wir den Rasen gießen möchten? Und dazu habe ich dir wie immer 3 Antworten auf 3 Fragen mitgebracht. Und die da wären: Wie oft muss ich den Rasen gießen? Also welche Abstände liegen zwischen den einzelnen Gießgängen? Wie lange sollte so ein also Wässerungsvorgang überhaupt dauern, damit es für den Rasen sinnvoll ist und auch für meinen Geldbeutel und für die Ökologie sinnvoll ist? Und schließlich, welche Tipps und Tricks gibt es, damit du beim Rasengießen sogar noch Zeit sparen kannst? Klingt interessant, oder? Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Und wir starten auch gleich mit der ersten Frage. Wie oft sollten wir den Rasen wässern? Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie oft muss ich im Sommer etwas trinken, dann antwortest du natürlich zu Recht, ja, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bist du draußen, treibst du Sport, ist es da heiß oder wie sind die Temperaturen? Und richtig, genauso ist es beim Rasen auch. Klar, das mit der Bewegung ist so eine Sache, der liegt natürlich da, wo er liegt, aber das mit der Temperatur, das ist natürlich der springende Punkt. Ein Beispiel. Es ist Sommer und es ist richtig gut warm, aber es hat gut geregnet, das heißt, der gesamte Boden ist schön gleichmäßig feucht. So, und jetzt ist es heiß, richtig heiß. Die Sonne brennt und aus der oberen Bodenschicht, da verdunstet das Wasser in die Atmosphäre und der Rasen verbraucht ebenfalls aus der Bodenschicht das Wasser und gibt das Wasser an die Atmosphäre ab. Nach 7 Tagen gehst du her und sagst, so, jetzt hat es 7 Tage lang nicht geregnet, ich muss den Rasen sprengen. Nimmst den Schlauch und spritzt schön fleißig auf den Rasen. Was bewirkst du mit dieser Aktion nach 7 Tagen den Schlauch nehmen? Du bewirkst zum einen, dass der Rasen sagt, im oberen Bereich ist es jetzt wieder gut feucht, lasst uns unsere Faserwurzeln dort ausbilden und das Wasser dort verbrauchen. Umkehrschluss, du verhinderst, dass der Rasen sagt, eigentlich könnten wir ja auch unsere Wurzeln nach unten hin ausstrecken, da ist es nämlich noch feucht. Ein weiterer Effekt: Wenn oben das Wasser fehlt und es weiterhin heiß ist, was passiert dann? Wasser verdunstet weiterhin, aber woher kommt das Wasser? Aus der unteren Bodenschicht. Und wenn das Wasser aus der unteren Bodenschicht verdunstet, dann kommt es erstmal in die obere Bodenschicht und befeuchtet diese. Und auch diesen Effekt hast du ausgeschaltet, dadurch, dass du zu früh, nämlich nach 7 Tagen, den Schlauch genommen hast. Fazit Nummer 1, nicht zu früh wässern, weil wir dadurch verhindern, dass der Rasen A unten die Wurzeln ausbildet und weil wir B verhindern, dass das Wasser von unten nach oben kommt. Wie stellen wir jetzt aber fest, wie tief diese bewurzelte Schicht ist? Ganz einfach, wenn es mal eine Woche lang nicht geregnet hat, ein Loch machen, gucken, ist es dann noch nass? Ja, ist nass, also Loch wieder zu und gut ist. Dann nach 2 oder 3 Wochen wieder ein Loch machen. Aha, jetzt ist es trocken, die oberen 15 cm sind trocken, jetzt ist Zeit zum Wässern und dann macht das Ganze Sinn. Und damit zur Frage Nummer 2, wie lange sollten wir wässern? Also wenn wir einmal den Wasserhahn aufgedreht haben, Wassermarsch, wann drehen wir den wieder zu? Wir haben ja gerade festgestellt, wenn wir zu oft wässern, dann ist die Wasserreserve im Erdreich noch gar nicht aufgebraucht und schon wieder geben wir oben Wasser nach. Wir wollen aber warten, bis die Wasserreserven leer sind und erst dann wieder wässern. Und dann scheint es ja auch einleuchtend, dass wir dann etwas länger Wasser geben müssen, damit die Reserven wieder komplett aufgefüllt werden. Eine Beispielrechnung. Ich sage zu dir, nach 3 Wochen Trockenheit solltest du 3 Stunden lang wässern. Sagst du,
Boah, das ist aber eine lange Zeit. 3 Wochen lang warten, wenn es richtig heiß ist und dann 3 Stunden lang wässern, so lange, ist ja ein wahnsinniger Wasserverbrauch. Der Nachbar, der Karle, der gießt nämlich jeden Tag nur eine Viertelstunde. Jeden Tag spritzt er mit dem Schlauch eine Viertelstunde. Das ist doch viel effektiver. Der bringt jeden Tag dem Rasen Wasser und nur eine Viertelstunde. Ist doch viel besser. Kostet viel weniger Geld, viel weniger Wasser. Wir wollen das mal durchrechnen. Und die Rechnung ist ganz einfach. Wir rechnen es runter. Wer alle 3 Wochen 3 Stunden lang wässert, der verbraucht doch gleich viel Wasser, wie wenn einer jede Woche 1 Stunde wässert. Einverstanden? Wenn einer jede Woche 1 Stunde wässert, dann wässert der in der 2. Woche wieder 1 Stunde, in der 3. Woche wieder 1 Stunde. Also nach 3 Wochen hat er auch 3 Stunden gewässert. Gleicher Wasserverbrauch. Wir rechnen es weiter runter, weil wer nach einer Woche 1 Stunde wässert, der verbraucht gleich viel Wasser wie einer, der nach einer halben Woche eine halbe Stunde wässert. So, jetzt tun wir mal diese halbe Woche als 4 Tage bezeichnen. Dann haben wir nämlich einfacher zu rechnen, also 4 Tage eine halbe Stunde. Und jetzt halbieren wir das wieder und sagen, nach 2 Tagen eine Viertelstunde wässern ist der gleiche Wasserverbrauch wie alle 3 Wochen 3 Stunden. Nochmal, wer nach 2 Tagen eine Viertelstunde wässert, der verbraucht gleich viel Wasser wie einer, der nach 3 Wochen 3 Stunden wässert. So, und jetzt kommt der Karle und sagt, jeden Tag eine Viertelstunde. Aha, der Karle verbraucht doppelt so viel Wasser, wenn er jeden Tag eine Viertelstunde wässert, als wenn wir nach 3 Wochen 3 Stunden wässern. Und es kommt noch was ganz Wichtiges dazu. Der Karle, der jeden Tag eine Viertelstunde Wasser gibt, wo kommt denn dieses Wasser an? Und das ist nämlich der springende Punkt. Der viertelstündige Wasserspritzer, der befeuchtet doch bloß den oberen Zentimeter, sagen wir mal. Und genau das passiert nämlich, dass der Rasen nur in dem oberen Zentimeter tatsächlich Wasser verfügbar hat und auch nur dort seine Wurzeln ausbreitet. Du aber wässerst nach 3 Wochen 3 Stunden lang und das Wasser ist tiefgründig und ist da verfügbar, wo es dann tatsächlich Sinn macht. Also Fazit Nummer 2. Wir wässern seltener und deswegen müssen wir auch größere Wassermengen geben. Und ob diese 3 Stunden nach 3 Wochen richtig sind, das kannst du nur feststellen, wenn du in deinem Boden nachschaust. Und das machst du am besten so, abends wässern und dann am nächsten Morgen gehst du raus, Loch graben und gucken, wie sieht die Feuchtigkeit aus in 10-15 cm Tiefe. Ist es da feucht oder nicht? Und dann kannst du es ganz einfach abschätzen, ob du die Wassermenge reduzieren musst oder vielleicht sogar noch ein bisschen erhöhen musst. Und so ein ganz beiläufiger Nebeneffekt ist natürlich bei der Gießmethode, dass man dadurch auch den Geldbeutel schont, weil wenn man weniger Wasser verbraucht, kostet das natürlich weniger. Und auch vom ökologischen Aspekt ist es natürlich ratsam, den Rohstoff Wasser zu schonen, indem man, wenn man gießt, große Mengen gibt und dadurch Wasser spart. Und damit zu Frage Nummer 3. Welche Tipps und Tricks gibt es, damit du beim Wässern tatsächlich noch Zeit sparen kannst? Tipp Nummer 1, den können wir uns leicht selbst geben, weil wir jetzt nicht wie der Karle jeden Tag eine Viertelstunde im Garten stehen. Also haben wir schon mal jeden Tag 15 Minuten Zeit gewonnen. Cool, oder? Tipp Nummer 2, wenn du dann nach 3 Wochen den Rasen wässerst, dann verwendest du einen Regner. Zugegeben, Schlauch abwickeln, Regner installieren, das kostet 5 oder 10 Minuten, vor allem wenn man es das erste Mal macht. Aber dann hast auch du knappe 3 Stunden Freizeit und die solltest du genießen. Und ich mag das, im Garten zu sitzen, wenn der Regner läuft. Fantastisch. Manche Leute sagen dann, 3 Stunden Wasseraufnahme, das funktioniert bei meinem Rasen nicht. Da läuft das Wasser seitlich ab. Okay, auch für dieses Problem gibt es einen Tipp, nämlich Tipp Nummer 3. Geh in den Baumarkt oder in den Discounter, sogar im Frühjahr gibt es dies manchmal, und zwar die Wasseruhren für Bewässerungsanlagen. Und die funktionieren ganz einfach. Da kannst du 30 Minuten Laufzeit einstellen, dann 30 Minuten Pause, dann wieder 30 Minuten Laufzeit und so kannst du praktisch Stop and Go machen, sodass das Wasser auch tatsächlich da versickert, wo es hin soll. Also, nochmal, 15 Minuten Zeit am Tag genießen, 3 Stunden lang dem Regner zugucken oder ein gutes Buch lesen und wenn es darum geht, dass das Wasser nicht versickert, dann eine Wasserzeitschaltuhr besorgen.
die Stop and Go beim Bewässern gewährleistet. Viel Spaß! Das waren auch schon die 3 Antworten auf die 3 Fragen. Ich fasse kurz zusammen, was wir soeben besprochen haben. Wir haben uns überlegt, wie oft wir wässern sollten und festgestellt, dass wenn du zu oft wässerst, dass du dann den Rasen verwöhnst, dass der dann bloß in dem oberen Bereich die Wurzeln ausbildet. Wenn du nicht so oft wässerst, dann ist der Rasen gezwungen, lange Wurzeln auszubilden. Ein weiterer Effekt ist, dass dadurch auch das Wasser, was in den unteren Bodenschichten ist, verdunstet und dann auch nach und nach die oberen Bodenschichten befeuchtet. Dann haben wir uns überlegt, wie lange ein Wässerungsvorgang sein sollte und festgestellt, je länger wir wässern, desto besser, weil wir dann den gesamten Puffer wieder auffüllen und dann auch wieder das Wasser von unten nach oben verdunsten kann. Und im dritten Schritt haben wir uns überlegt, wie wir Zeit sparen können beim Wässern und gemerkt, okay, wir müssen nicht jeden Tag eine Viertelstunde in den Garten stehen. Und wenn wir dann wässern, dann nehmen wir am besten den Regner und genießen die Zeit und gucken dem Regner beim Regnen zu. Und schließlich gibt es noch die Wasserberegnungsuhr, die uns das abnimmt, dass wir ständig Wasser auf, Wasser zu machen müssen, sondern die automatisch die Bewässerung für uns regelt. Und damit zum Fail des Tages. Immer wieder sehe ich Kandidaten da draußen, die zwischen 12 und 13 Uhr in der Mittagshitze den Rasen wässern. Völliger Unsinn. 2 Gründe sprechen dagegen. Einmal, wenn das Wasser auf den heißen Boden kommt, die Hälfte des Wassers verdunstet gleich wieder. Man betreibt also Wolkenbildung durch diese Aktion. Völliger Quatsch. Das zweite ist, das Wasser auf den Grashalmen wirkt wie Brennglas, also wie Lupen. Das heißt, der Rasen kann verbrennen und tatsächlich enormen Schaden bekommen. Also, ihr lieben Leute, wenn ihr wässert, morgens, in der Frühe oder abends, wenn die Sonne weg ist. Klar, ihr macht sowas nicht, ihr wisst. Wenn auch du das Gefühl hast, das Thema Rasen bewässern ist echt ein wichtiges und interessantes Thema, dann hol dir doch gern meinen Online-Kurs zum Thema Rasen bewässern. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und in diesem Kurs geht es wirklich um alles, was man wissen muss beim Thema Rasen bewässern. Also auch, wie viel Wasser kommt zum Beispiel bei uns in Deutschland von oben, also wie viel regnet es und wie kann ich denn mit so einem Regenmesser tatsächlich erfassen und auch feststellen, wie viel hat es geregnet und vor allem, welche Auswirkungen hat das auf mein Gießverhalten, sodass ich tatsächlich auch dadurch Geld sparen kann. Also interessante Themen, schau da gerne mal rein und das Schöne daran ist, mit jedem Online-Kurs unterstützt du und unterstützen wir ein soziales Projekt. Weitere Infos unter www.draußen-helden.de. Das war es auch schon wieder zu diesem Thema. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch gerne ein Feedback hier. Hast du weitere Themen oder Fragen, schreib mir doch gerne eine Nachricht und wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne den Kanal. Und zu guter Letzt, denk immer dran, wer den Garten selbst erstellt, der ist per se ein Draußenheld. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein Freunde, dein Thomas.